Die Sportmotorräder gaben Vollgas, um der Polizei zu entkommen, während die kleinen Motorräder versuchten, der Polizei durch Zickzackfahren zu entkommen. Alle dachten, sie könnten der Polizei entkommen. Mal sehen, ob die verschiedenen Methoden funktionieren werden. Am 30. Mai 2024 bemerkte ein Polizeibeamter auf Streife ein Motorrad ohne Kennzeichen. Als er gerade seine Blaulichter einschalten wollte, fuhr der Fahrer mit einer plötzlichen Manöver ohne zu zögern auf ein Privatgrundstück. Sobald der Polizeibeamte seine Blaulichter einschaltete, begann der Motorradfahrer zu fliehen. Register 1030 648 1080, stand by for detail. 684, West Crossroads coming up on 219. 10-4, West Crossroads coming up on 219, 16 Corporation Badge number 16. Der Fahrer passierte die erste Kreuzung, ohne seine Geschwindigkeit zu verringern. Dies war ein Zeichen dafür, dass die Verfolgungsjagd schwierig werden würde. 684 GSB dispatch on 1080 Cameron Mill with a motorcycle heading towards the lake coming off 219. GSB 1080 on Coming up to the lake. GSB 1080 on that. Yeah, they're on Cameron Mill. Let's just try to get word of them. Cameron Point Drive. Passing Cameron Point Drive. Wrong side of the road. Der Fahrer erhöhte seine Geschwindigkeit deutlich und wechselte auf die Gegenfahrbahn, um das vorausfahrende Fahrzeug in einer Kurve zu überholen und die Kurve besser nehmen zu können. Dabei hätte es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kommen können, was eine Katastrophe zur Folge gehabt hätte. Passing River Club Drive. We had a yellow jacket here this point. Passing River Club Drive, coming up on Yellow Jacket. Passing Yellow Jacket. Passing Yellow Jacket. Die Fahrweise des Fahrers zeigte, dass er kein besonders guter Fahrer war. Trotzdem gelang es ihm, lange Zeit zu fliehen. Es schien, als würde die Polizei darauf warten, dass er einen Fehler machte. Brake checked me just a second ago. He may try to get off the push bump in a second. I don't know. 10-4, brake checking 16 for possible push bump. Negative on push bump. He brake checked me, went off the road a minute ago. I don't know if he's going to try to push bump. We're still 1080 passing Whitaker. 10-4, brake check, beginning on 16 for possibly going to push bump. By the city of LaGrange. We're in the city limits on Cameron Mill, just past Whitaker. 10-4, city limits, Cameron Mill, passing Whitaker. Just about hit a car head on the wrong side of the road. Looks like there's a big roundabout at these State Street, so there's a big roundabout down there that you can do. They're now in the city. They're in the city limits on Cameron Mill. Der Fahrer kam mehrmals den entgegenkommenden Fahrzeugen gefährlich nahe. Glücklicherweise kam es zu keinem schweren Unfall. Vorerst. Passing Beagle Drive. Street Drive.
through the roundabout. Okay, good roundabout. Past Pine Tree. You turn right the way the other way? Coming towards that. Coming up the lane circle, coming up the roundabout downtown. Coming up on Lane Circle, coming up on the roundabout and downtown. Als sie von den Waldwegen in ein Wohngebiet kamen, verkürzte sich der Abstand etwas. Aber der Fahrer schaffte es immer noch, mit seinem kleinen Motorrad zu entkommen. Coming up on Vernon. Clear left, clear right. Straight on Panther Way. Coming up on Panther Way. Auf einem geraden, verkehrsfreien Abschnitt der Panther Way versuchte die Polizei, sich vor das Motorrad zu setzen und es kontrolliert abzubremsen. Der Fahrer bog jedoch im letzten Moment nach links ab, beschleunigte erneut und bog in eine andere Straße ein. Clear left, clear right. Clear left, clear right. Clear left, clear right. Take a bush behind a second, South Greenwood. South Greenwood Street, possible push down here. Schließlich fuhr der Fahrer auf den Parkplatz hinter einem Geschäft, ließ das Motorrad am Waldrand stehen und floh zu Fuß. Die Polizei konnte den Fahrer kurz darauf festnehmen. Es stellte sich heraus, dass der Verdächtige wegen zahlreicher schwerer Straftaten gesucht wurde. Ein Polizeibeamter bemerkte, dass ein Motorrad nur mit eingeschaltetem Scheinwerfer fuhr. Es handelte sich um ein Motorrad des Modells Honda Ruckus. Der Polizeibeamte wollte den Fahrer anhalten, doch dieser entschied sich wie üblich für die Flucht. Forty Springs commit unlicensed black motorcycle, black pants, camo jacket. We're River Creek Drive now, heading toward Walmart. I'll take 40 Springs, 1037. Auf dem Parkplatz eines Walmart-Supermarkts, auf dem sich viele Menschen beim Einkaufen befanden, begann eine Katz-und-Maus-Jagd. Dieses kleine alte Motorrad fuhr besser als erwartet. Springs, we're going parallel with Tanner Street. Looks like we're going to be coming back to Riverview. Correction, it's going to be a black male. Der Fahrer fuhr im Zickzack und ließ die Polizei nicht an sich vorbeifahren. Als er vor die Polizei fuhr, dachte er vielleicht, er könne sie blockieren.
12, I'm with you. Der Fahrer fuhr eine Weile auf einer Wiese weiter. Dann legte er das Motorrad auf den Boden und begann zu Fuß zu fliehen. Als er gefasst wurde, versuchte er Zeit zu gewinnen, indem er vorgab, gesundheitliche Probleme zu haben. Bei der Untersuchung wurde bestätigt, dass das Motorrad gestohlen war und es sich um ein Modell Honda Ruckus handelte. Der Verdächtige wurde wegen zahlreicher Vergehen angeklagt, darunter Flucht mit einem Fahrzeug, Flucht zu Fuß, Besitz von Diebesgut, Fahren ohne Führerschein und Verstöße gegen die Ausrüstungsvorschriften. Die Kaution wurde auf $2.500 in bar/pro bono festgesetzt. Don't you fucking move, you understand? Put both hands out. Hey, listen to me. Both hands up. Roll over on your stomach. Roll over on your stomach. I'm gonna tase the shit out of you. Der Grund für die Flucht war diesmal die Aufforderung, ein Motorrad der Marke Kawasaki ohne hinteres Kennzeichen anzuhalten. Nachdem der Fahrer gefasst worden war, gab er an, dass er aufgrund einer früheren Verkehrskontrolle Angst gehabt und deshalb die Flucht ergriffen habe. Schauen wir uns einmal an, was genau passiert ist. Der Fahrer bog auf die County Road 801 ab und erweckte den Eindruck, sich stellen zu wollen. Doch als er die Polizei bemerkte, fuhr er wieder auf die Autobahn und setzte seine Flucht fort. Auf der SH 147 tat er mehrmals so, als würde er anhalten wollen, beschleunigte dann aber wieder und begann einen regelrechten Nervenkrieg. Hey, I got radio. You go and stay with them. Alright, we're gonna be northbound 174 towards Joshua. Northbound 174 towards Joshua. Turning around at one. Der Fahrer brachte die Polizisten mit abrupten Bremsmanövern, Kehrtwenden und Richtungswechseln fast zur Verzweiflung. Aber die Polizei gab die Verfolgung nie auf. Die etwa 9-minütige Verfolgungsjagd endete, als der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle verlor, mit dem Motorrad stürzte und zu Boden fiel. Der Fahrer hob die Hände und ergab sich. Der Verdächtige gab an, dass er aufgrund einer früheren Verkehrskontrolle Angst hatte und deshalb geflohen sei. Es stellte sich heraus, dass das Motorrad in Kalifornien zugelassen war und den Status Salvage Title hatte. Außerdem hatte der Fahrer keinen Motorradführerschein, keine Versicherung und keinen Helm. Am 8. Februar 2021 bemerkte ein Polizeibeamter auf Streife ein blaues Motorrad, das mit hoher Geschwindigkeit auf der GA 166 fuhr. Die Blaulichter wurden eingeschaltet, doch statt anzuhalten, begann der Fahrer in Richtung Westen zu fliehen.
westbound, coming up on 285 in a minute. What's your location? Das Sportmotorrad vom Typ Yamaha R1 hob das Vorderrad an, beschleunigte und verschwand innerhalb kurzer Zeit aus dem Blickfeld. Getting on 285. Getting on 25. 25 south. 25 south. Can I get up there? Still getting on 35. We're on 285 southbound. Das Motorrad war gestohlen. Außerdem hatte der Fahrer Drogen bei sich. Eine so gefährliche Flucht lässt sich kaum anders erklären. 285 south, come on, Camp Creek. Can I get up there? Yeah, still southbound past the Camp Creek. 25 southbound, Camp Creek. Can I get up there? Yeah, we're still southbound. You're trying southbound. Coming up on Washington Road. Getting up on Washington Road. Coming up on Washington Road, passing up Washington Road. Das Motorrad fuhr mit einer Geschwindigkeit von über 224 Kilometer pro Stunde auf der Itsui Tansere 285 in südlicher Richtung und überholte die Fahrzeuge auf dem Standstreifen. Es schnitt sich regelrecht durch den Verkehr. Die Polizisten unternahmen große Anstrengungen, um dieses Motorrad einzuholen. Southbound, come up on South Fulton Parkway, passing up South Fulton Parkway, still southbound. 10-4 South Fulton Parkway. Okay. 285, still 285, coming up on Old National Highway. 285 coming up on Old National. Coming up on Riverdale Road. 877, get some speed, we're cruising. What line are you? Far left lane, far left lane. Die Polizisten, die den Motorradfahrer, der mit Vollgas auf dem Standstreifen fuhr, mit einer Straßensperre stoppen wollten, erreichten ihr Ziel nicht. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als darauf zu warten, dass der Fahrer einen Fehler machte.
trying to get an update. Passing Riverdale Road. Yeah, they're road. 77, where you at? And then you guys don't get an update. Conley Road. Got one with mine. Stand by. Whitefield. In der Nähe der Conley Road Überführung versuchte er erneut, die Sicherheitsleiste zu überqueren, prallte jedoch gegen die Mittelleitplanke und verursachte einen Unfall. Nachdem er kurz zu Fuß geflohen war, legte er sich auf den Boden und ergab sich. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein hatte und Drogen bei ihm gefunden wurden. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass das Motorrad vom Cobb Police Department als gestohlen gemeldet worden war. Vergessen Sie nicht, sich für weitere Videos anzumelden.